I did learn some new words. You speak German? Du bist wunderschön. No. Captain, ich weiß, es steht mir nicht so, aber wann kehren wir auf unseren Kurs zurück? It's just mind-blowing. I remember the first time we came in and saw some of the sets, it was like... Ich stehe hier nicht auf einem Boot, sondern ich bin bei der Premiere von 1899 mit Michel zusammen, der hinter der Kamera steht. Und heute werden hier super viele Schauspieler und natürlich auch die Regisseure und Regisseurinnen über den Teppich laufen. Wir sind total gespannt, was sie über den Drehprozess sagen. Und ihr schaut einfach mal jetzt rein. Ich erwarte was richtig Gruseliges, was mich dazu zwingt, meinen eigenen Alltag zu vergessen. Weil ich bin gerade so ein Fan davon, unheimliche Dinge zu gucken, weil ein Blick in die Nachrichten, finde ich, ähnelt einem Horrorfilm und ich bin irgendwie ein größerer Fan davon, wenn der Horror fiktional ist. Und ich glaube, jeder kennt das, dass man irgendwie Serien guckt oder Filme guckt und dabei immer sein Handy in der Hand hat und das dann irgendwie gar nicht so mitbekommt, was da passiert. Und ich will eine Serie oder einen Film gucken, der mich so in den Bann zieht, dass ich eben alles andere vergesse und mich voll und ganz auf das konzentriere, was da gerade passiert. Ich erwarte ein wahnsinniges Szenenbild, also ich meine mit diesem Boot und einfach eine wahnsinnige Szenerie, ein crazy Cast, also es ist einfach so ein starker und besonderer Cast und so und ich glaube, es wird sehr besonders, es wird auch ein bisschen mysteriös und ich glaube auch ein bisschen scary und so, deswegen mal gucken, wie gut ich heute Abend noch schlafen kann, aber ich glaube, dass wir einfach wie bei Dark so ein riesiges Serien-Event erwarten können. Oh, ich habe den Trailer gesehen und der sieht ja einfach schon unfassbar gut aus und ich glaube, sie wird einfach wieder sehr episch und ich schätze mal sehr komplex, so wie ich Bo und Jantje kenne und ich glaube, insgeheim, sie haben sich mal wieder selbst übertroffen, auch wenn man das nicht zu laut sagen darf, ich glaube, das wollen sie selber nicht hören, aber ich glaube schon, ich freue mich sehr drauf, es zu sehen. Naja, ich glaube wieder, dass den beiden das unglaublich gelingt, einfach unglaublich viele Fragen zu stellen und die Dinge einfach nicht zu beantworten, sondern dass wir in so eine Welt gelangen, wo wir erstmal ganz viele Fragen haben und hoffen, dass wir sie dann beantwortet kriegen, was ja bei denen manchmal so einen gewissen, oder zumindest bei ihrem ersten Projekt, einen gewissen Intellekt voraussetzt, den ich vielleicht nicht hatte oder so, aber dieses Nicht-Wissen, wie sind die Dinge und wo liegen die Antworten, ist es im Schwarzen, im Weißen, vielleicht im Grauen, das finde ich irgendwie so eine spannende Sache. Es gibt mehrere Ebenen, die ich super finde. Nummer 1 liebe ich die Erzählstruktur, weil sich Bo und Jantje Zeit lassen. Das heißt, die Charaktere haben eine bestimmte Entwicklungsphase und wir wissen ja, dass die immer Haken schlagen in ihren Storylines. Das finde ich super. Das Setting ist total geil. Und du wirst halt jedes Mal mit einem großen Fragezeichen als Cliffhanger zur nächsten Episode hinterlassen. Und das große Problem ist auch, dass du dich dann alles in Frage stellst, was du dir vorher zusammengereimt hast. Und die Arbeit, die sie machen mit Musik, ist auch fantastisch. Und ich bin ein Riesenfan von Jantje und Bo. Und ich freue mich einfach, dass Netflix damals Dark gemacht hat, weil ich glaube, dieses Talent, das die beiden besitzen, mysteriöse, Horror, spannende Geschichten zu erzählen, das gibt es nur selten. Und ich bin so ein bisschen stolz, obwohl ich damit gar nichts zu tun habe. Die Serie ist richtig geil. Einfach weil es eine deutsche Produktion ist und... Ja. Entschuldige, wenn ich dich da unterbreche. Das große Problem ist ja, wir haben jahrzehntelang immer über den Teich geschielt oder nach England oder nach Frankreich immer gesagt, wir können das nicht. Bullshit, wir können das. Wir hatten nur nie die Möglichkeit, und da sage ich jetzt auch ganz öffentlich, was ich davon halte, das Filmförderungssystem ist eine Katastrophe in Deutschland, genauso wie die Handhabung von Fernsehsendern und deren Produzenten.
wen sie zulassen, unter welchen Bedingungen und welche Stoffe sie verfilmen. Und man sieht ja, was wir können. Man sieht, was wir können. Und auch ein geiles Beispiel ist Matthias Schweighöfer. Guck ihn dir doch mal an. Der dreht Army of Thieves, spielt einmal in Army of the Dead mit Zack Snyder, dreht Army of Thieves, jetzt Swimmers, jetzt war er gestern wie bei Jimmy Fallon. Wir reden die ganze Zeit über Superstars, die wir brauchen. Wir haben sie, wir lassen die nur nicht zu. Und das ist genau das, was wir brauchen. Und 1899 zeigt das. Also ich glaube auf jeden Fall ein Geheimnis ist, dass wir zu zweit sind. Ich bewundere wirklich Showrunner, die das ganz alleine machen und verstehe auch überhaupt nicht, wie die das machen. Das ist mir ein Rätsel. Aber ich glaube, der Vorteil, wenn man zu zweit ist, dass man einfach die Möglichkeit hat, Ideen viel mehr hin und her zu schmeißen und die Last auch eines Projekts nicht nur auf den Schultern von einer Person liegt. Und das gibt einem total viele Freiräume. Ich glaube, was wir total gerne machen, ist spielen, rumprobieren, irre sein und einfach Sachen auch zu riskieren, also dass man sich auch erstmal zum Deppen macht mit einer Idee, aber wenn wir das halt untereinander machen mit, guck mal, hier ist eine total blöde Idee, wir respektieren uns gegenseitig so sehr, da sagt dann niemand, bist du doof, sondern das ist ein Spiel zwischen uns beiden und ich glaube, daraus entwickelt sich total viel dann immer. Ja, aber am Ende vor allem, also wir lieben es, mit großen Ideen rumzuspielen und What-if-Momente zu kreieren und sind wahnsinnig interessiert an großen philosophischen Themen, aber am Ende wollen wir immer zurück zur Figur und zum Charakter und der Emotionalität gehen, also weil jedes großartige Genre braucht immer eine gute Figur, die eine große Idee auf ihren Schultern tragen kann und es muss am Ende, wir nennen es immer menscheln und menschlich wirken. Und ich glaube, das war zum Beispiel bei Dark dann der Fall am Ende. Am Ende ist es eine tragische Liebesgeschichte zwischen einem Jungen und einem Mädchen, die leider in so eine Welt mit Time Travel geworfen werden. Und sowas Ähnliches versuchen wir jetzt mit 1899 wieder. So Bo and Yanti, I think, are extremely rare, talented people. And they make things in ways where others are trying to make stuff, but it doesn't get funded or doesn't get the chance to see the light of day. And luckily we have Bo and Yanti who have been given the opportunity and are that special, and they really care about telling good stories in different ways and taking audiences on a path, on a journey to escape and have fun, you know, or upset them, you know, but it's still like, it's a process of why I got in this industry in the first place is I love watching things that make me disappear and make me dream and make me feel powerful, you know, and they bring that to us. Ja, ich kann sie gar nicht genug abfeiern. Das sprengt jetzt auch den Rahmen eines schwarzen oder roten Teppichs. Man kann ihnen einfach, und das ist besonders, man kann ihnen blind vertrauen. Ich vertraue ihnen blind. Sowohl Yanti, was die Geschichte anbetrifft, sie hat immer die Zügel genau in der Hand, bei jedem kleinen Pfad, auch bei jedem kleinen Umweg, den sie links oder rechts schlägt, weiß man, sie wird in jedem Fall auf den wichtigen Punkt zurückkommen, auch wenn der erst Wochen später gedreht wird, auch wenn er erst 3 Episoden später in der Serie passiert. Und das ist atemberaubend. Und Bo ist am Set eine Instanz, eine feinfühlige, und vor allen Dingen ist er in der Lage, blitzschnell ganz wichtige Entscheidungen zu treffen, ohne groß nachzudenken, und zwar treffsicher, und das ist eine große Qualität. I think what the audience can expect is Bo and Yanti at their finest. Being taken on a journey where you may figure some things out, but you definitely won't figure everything out. So you're gonna feel like you're figuring out the puzzle, but you're gonna get it wrong. And actually, in some moments, I think you'll feel like you've got the missing piece, and then all of a sudden you realize there's one more gap left, and you can't find it. So it's a very exciting story to follow, with brilliant people, and the designers, the crew were incredibly amazing. So it's going to be something new, something different, something that isn't happening on our screens at the moment. So it's going to be refreshing. Also tatsächlich ist es in eine Zeit gefallen, die Entwicklung, als wir die Flüchtlingskrise in Europa hatten und wir so gemerkt haben, dass Europa anfängt auseinanderzubrechen. Und es hat uns wahnsinnig viel Angst gemacht, und wir fanden es aber auch ein total interessantes Thema, sich damit zu beschäftigen. Also was ist es eigentlich, wenn unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen? Gibt es eine Möglichkeit, wie wir eben doch alle zusammenleben können? Und wir haben
uns gedacht, wir nehmen einfach Europa und packen Europa auf ein Boot unter Laborverhältnisse, überall drumherum ist Ozean, keiner kann entkommen und schauen mal, wie Figuren aus unterschiedlichen Kulturen mit unterschiedlichen Sprachen mit Krisensituationen umgehen. Das war so ein bisschen der Initialgedanke bei dem Ganzen. The whole team is very international. What was it like communicating with each other and understanding each other? You probably spoke English, pretty sure, but what was it like to work with so many different cultures? It was amazing, honestly, because, I mean, we're all from different countries, so we all got here to Berlin, and we're all new, and we all want to know each other. And we just became one big family so quickly because we were all away from home, and it was really beautiful. It's honestly, this is like a family, really, for sure. Yeah, culture-wise, we're different. So, I mean, I feel like everyone stepped into this project giving a little extra because you really wanted everyone to understand where you come from as a person, and also like the Danish culture and also humor-wise we're different from Spain, and you mean we are like the thing is we are Europe, we are united, but we're also very different. So it felt like everyone had to, you know, give a little extra to get this union, like this community group to feel welcome, and it was so great. I mean, I think in a way it brought everyone closer because we at the same time all felt new to the environment. So it was amazing to learn so much about other cultures and other people, and even the crew to be able to, I guess, be immersed into their different lives. So it was amazing. The volume, it was really quite a gift. It was easy for an actor. For the crew, I think it was probably very challenging because it's brand new. I think with the second production to have worked on the volume, it's a giant cylinder cinema screen that surrounds you. And so we got to see everything, all the visuals, not very different to green screen, so we didn't have to imagine anything. And it's very sensory experience. So we have rain machines, wind machines, a gimbal which throws the stage from side to side, and we see all the visuals, so it was very useful. No, I didn't get seasick, but apparently people do. But it does feel like you're moving. It feels like you're bobbing up and down. It's very useful. The volume is incredible. I mean, I would say I'm a bit tech guy as well. I really enjoy, you know, going into the technical sides of it. So, you know, watching Mandalorian and seeing the technology there first, and then, you know, hearing that we're going to bring this new thing as well to this show, and not just that, but building the biggest one we have in Europe. It was like a little boy's dream, and I you know, stepping on stage for the first time, seeing it, and yeah, it was amazing. It was, and you can really see on screen that it really works. It was very interesting. It felt at the beginning almost like you were working in theater, because it was essentially a stage, and you had all of the crew around you at all times, and I will say it was super immersive, and I think it helped so much with all of our acting and performances because it was just so real. It's like the biggest set I've ever been on, and it was so easy to kind of like live it, you know, like be there and doing it, because you actually saw the water, you were standing on the ship, and it was like you almost got a bit seasick sometimes when you were there. Yeah, Bo put the music on, and we used the volume like a disco. So whenever someone had birthday, we just brought a cake and danced and sang. That was nice. So the funniest moment was me and Emily had to do a scene where we were running, and Emily fell through part of the set, through the wall, and when I turned around, all I could see was her legs up in the air. So it was quite funny. I was, of course, at first I was like, "Are you okay?" But she was fine, and that was extremely funny. And then you just started laughing like every good friend would do. Like every good friend. I mean, I did pull her back, you know, eventually. Yeah. Oh my God, there's so many favorite moments. It's probably like the last scene we did. Like, that was very emotional. When Bo said "cut," everybody just like, some burst out in tears, and somebody just like woo went crazy, and everybody was hugging and kissing and popping champagnes, and that's a great memory. Sieht man dich in der zweiten Staffel? Inshallah. Keine Ahnung, toi toi toi.